Ich habe noch nie ein Tier gesehen, das sich so seltsam verhält. Der kleine Fuchs näherte sich proaktiv dem menschlichen Wohnsitz und saß ruhig und wartend vor dem Haus. Als der Hausbesitzer erschien, fürchtete er sich überhaupt nicht, sondern blickte ihn standhaft an, mit Augen, die bestimmt etwas verbargen. Auch der Mann war von den Handlungen des Tieres überrascht. Er öffnete sanft die Tür, um es hineinzulassen, und beobachtete schweigend die Handlungen des Tieres. Das tapfere, furchtlose Tier stand mitten im Haus, blickte zu ihm und begann zu schreien. Ihre Augen funkelten vor Tränen, als würde sie weinen. Plötzlich drehte sich der Fuchs um und rannte zur Tür hinaus, aber ab und zu drehte er den Kopf und blickte zurück, als wollte er, dass der Mann ihm folgte. Von Neugier getrieben, verließ er das Haus und begann, dem Fuchs zu folgen. Es rannte ein kurzes Stück voraus und drehte sich dann mit leuchtenden Augen um zu schauen, als wollte es prüfen, ob er mithalten konnte. Als er auf einem Fußballfeld ankam, war er von der Szene, die sich ihm bot, fassungslos. Dort war ein größerer Fuchs in den Seilen eines alten Netzes gefangen. Die Maschen waren fest um sein Maul und seine Beine geschlungen, so dass es sich nicht bewegen konnte und zusammengekauert unter der grellen Mittagssonne lag. In diesem Moment wurde dem Mann klar, dass der kleine Fuchs nur darum ging, um Hilfe zu bitten und jemanden zu finden, der seine Mutter retten konnte. Ohne weiteres Zögern ging er auf die Fuchsmutter zu und schnitt mit einer Schere langsam jedes Netzseil ab, das ihren Körper fest umschlang. Schließlich konnte die Fuchsmutter nach sorgfältigen und geduldigen Bemühungen befreit werden. Beide Tiere stürzten in den Wald und verschwanden in den dunkelgrünen Büschen. Die Geschichte hört hier jedoch nicht auf. Einige Tage später fand die Fuchsfamilie den Weg zurück zu seinem Haus. Die Fuchsmutter und ihre Kinder standen im Vorgarten und sahen ihn mit dankbaren Gesichtsausdrücken an. Der Typ heißt sie auch sehr herzlich willkommen und gibt ihnen oft leckeres Essen. Von diesem Tag an besuchte die Fuchsfamilie oft seinen Garten. Die kleinen Füchse rannten und spielten im Garten herum, als wäre es ihr vertrautes Revier. Die Fuchsmutter saß immer in der Nähe, ihre Augen folgten sanft ihren Kindern und blickten gelegentlich als stilles Dankeschön zu dem Mann. Die seltsame Beziehung zwischen dem Kerl und der Fuchsfamilie ist ein Beispiel für die Verbindung zwischen Mensch und Natur, die auf Freundlichkeit und Dankbarkeit beruht. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Video anzusehen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.